Oh Mann. Ja, Winter's coming, ey. Der Winter naht. Pünktlich auf die Sekunde habe ich irgendwie Husten bekommen. So, los geht's. Hi Fanbase, ich bin der Ben, das sind die Jungsfragen und wir sprechen über ein Thema, was tatsächlich super viele interessiert und das dachte ich gar nicht. Wir sprechen über nackt schlafen. Ist es irgendwie vorteilhaft, nachteilhaft, nackelig ins Bett zu gehen? Stellvertretend für die vielen Leute von euch, die das interessiert, habe ich jetzt hier mal eine E-Mail ausgedruckt aus meinen unzähligen nicht beantworteten E-Mails. Und bevor wieder Leute fragen, ich nehme derzeit überhaupt keine E-Mails oder Fragen an, weil ich unfassbar viele habe und es ist immer dasselbe. Punkt. So, und das habe ich ausgedruckt, weil das aus der letzten Sexy Time übrig geblieben ist aus Kappeln und das wollte keiner vorlesen und deswegen mache ich das jetzt. 15 Jahre, lieber Ben, ich M15 aus Rheinland-Pfalz hätte einige Fragen bezüglich Nacktschlafen. Pro, Contra, wie mache ich es am besten? Wie sage ich es meinen Eltern, sodass sie sich nicht wundern? Warum bekomme ich immer einen Ständer, wen ich nackt schlafe? Muss es mir gegenüber Freunden peinlich sein? Geile Witz. Danke erstmal für das Kompliment am Ende und ich würde sagen, wir nehmen das jetzt mal alles nach und nach durch. Wir nehmen dich nach und nach durch, ja, und schon sind wir wieder mit dem Niveau unten durch. Naja, meine Damen und Herren, heute Abend sinkt für Sie das Niveau und dieser Witz funktioniert auch nur, wenn man ihn liest. Nun J, gehen wir's an. Ich würde sagen, wir machen es von hinten nach vorne. Die letzte Frage war, muss es mir gegenüber Freunden peinlich sein, wenn ich nackt schlafe? Nee, es sei denn, deine Freunde sind dabei. Aber selbst dann müsste es dir ja nicht peinlich sein, wenn das deine Art und Weise ist zu pennen. Ey, so what? Andere ziehen sich vielleicht einen Pelzmantel an, was auch irgendwie sehr komisch wäre. Aber du ziehst halt nichts an. Also warum sollte es dir peinlich sein? Also deine Freunde sind noch nicht dabei, oder? Oder sind die dabei? Also ich weiß nicht, was ihr für eine Freundschaft habt. Mir kann es auch egal sein. Aber wenn ihr irgendwie miteinander schlaft, was durchaus, das müsste man jetzt hier vielleicht mal zwischen reinschieben, was durchaus auch okay wäre, wenn ihr euch gegenseitig ein bisschen an die Nudel fasst. Alle, die jetzt vorm Handy sitzen und sich denken, so, wer fasst denn seinem Kumpel an die Nudel? Das machen ganz schön viele Leute und das könnt ihr tatsächlich mal in den Statistiken auf jungsfragen.de mal nachgucken. Tatsächlich, jeder dritte Junge würde das tatsächlich mit seinem besten Freund machen, einfach nur mal so aus Interesse. Wie fühlt sich das denn eigentlich an und so? Also von daher verschont mich mit dem ganzen, das machen mehr Leute als gedacht. So, also, wenn ihr irgendwie zusammen schlafen solltet, dann müsste man das vielleicht auch mal erklären, dass man in der Regel nackt schläft. Aber eigentlich hat es auch keinen zu interessieren, oder? Also eigentlich verstehe ich die Frage überhaupt nicht. Die nächste Frage war, warum bekomme ich immer einen Ständer, wenn ich nackt schlafe? Du bekommst auch, wenn du angezogen schläfst, einen Ständer. Wir Männer bekommen so irgendwie 7 bis 8 Mal in der Nacht einen Ständer, also von daher kriegst du den angezogen oder nicht angezogen, so oder so. Wenn du nicht angezogen bist, kriegst du es vielleicht eher mit, weil dich das irgendwie ja schon ein bisschen antörnt, ne? Wenn so die Bettdecke oder irgendwas anderes dran reibt und du denkst, ja, ich bin total frei, ich bin ja wie beim Nacktbaden oder so. Und dann tönt dich das so an, vielleicht allein der Gedanke und dann passiert das. Also ist aber auch nicht schlimm, ne? Also du kriegst so oder so einen Steifen und jetzt kriegst du ihn halt irgendwie schon vorher. Also es macht dich einfach geil, so können wir es abkürzen. Dann wollte er wissen, wie sage ich es meinen Eltern so, dass sie sich nicht wundern. Auch hier irgendwie dasselbe wie bei deinen Kumpels. Schlafen deine Eltern mit in deinem Bett? Also gucken die dich, also wie läuft das? Wie muss ich mir das vorstellen? Du liegst schon im Bett, deine Mutter oder Papa kommt nochmal rein, um irgendwie gute Nacht zu sagen oder so. Ziehen die dir dann erstmal die Bettdecke weg und denken sich, gut, dass der Junge was anhat oder wie? Also die sehen das doch nicht, oder? Und selbst wenn es dir irgendwie unangenehm sein sollte und deine Eltern sagen, ja, man schläft aber nicht nackig, dann ziehst du dir halt was an und wenn sie weg sind und dich das so anmacht, dann ziehst du dich halt danach aus. Also bin ich anders aufgewachsen oder könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, was er meint? Also erklärt es mir bitte gerne, vielleicht bin ich ja jetzt auch mit meinen knapp über 20 Jahren auch ein bisschen raus aus der ganzen Thematik, wie das so ist mit zu Hause wohnen und so. Aber wie ist das denn bei euch? Also schreibt es mir mal in die Kommentare. Entweder ihr erklärt mir, wie er es meint, oder ihr sagt mir, wie das bei euch zu Hause ist. Also wäre es irgendwie ein Problem, nackt zu schlafen, weil die Eltern sich dann wundern würden? Oder, also irgendwie ein bisschen strange gerade. So, nächste Frage. Wie mache ich es am besten? War jetzt also seine nächste Frage. Wie schlafe ich am besten nackt?
Und da habe ich mir dann für euch das Hirn zerbrochen und das hat echt lange gedauert, weil das eine so komplexe Frage ist und da habe ich jetzt quasi stellvertretend für euch meinen Hirnschmalz da reingesteckt und das hat wirklich lange gedauert. Ihr könnt es mir also später danken. Ich habe für euch diese krassen Überlegungen auf mich genommen, aber ich kam jetzt tatsächlich zu einer Antwort und deswegen kann ich auf die Frage, wie schlafe ich am besten nackt, sagen, ohne Klamotten. Dankeschön, danke. Vielen Dank. Ja, ich weiß, das war sehr, sehr kompliziert, aber ich glaube, das ist die logischste Erklärung. Wie schlafe ich am besten nackt? Indem du keine Klamotten anziehst. Verstehe ich auch diese Frage falsch? Schreibt es in die Kommentare. Seine eigentlich erste Frage, für uns jetzt die letzte Frage, ist aber die wohl intelligenteste, die effektivste. Und zwar, gibt es Pros und Kontras zum Nacktschlafen? Also gibt es Sachen, die besonders gut sind, vorteilhaft sind beim Nacktschlafen oder gibt es Sachen, die negativ sind, die nachteilig sind beim Nacktschlafen? Ja und nein. Der Vorteil ist, gerade bei uns Männern, wir müssen unserem Gemächt auch mal ein bisschen Freiheit gönnen. Das heißt, da darf auch mal gerne alles ein bisschen baumeln und so. Denn wenn das immer alles total eng verpackt ist, dann kann es unserem Gebaumel auch mal schnell zu warm werden. Und unsere Eier mögen das überhaupt nicht. Die mögen es immer wohl temperiert, nicht zu warm, nicht zu kalt. Das heißt, das ist halt immer so ein Problem, aber sie sind beweglich und das aus gutem Grund, denn wenn denen zu kalt wird, dann ziehen die sich automatisch näher an den Körper ran und wenn denen zu warm wird, dann lassen die sich ein bisschen hängen im wahrsten Sinne des Wortes und dann können die sich selber temperieren. Wenn wir jetzt aber immer so eine enge Boxershorts tragen beim Pennen, dann sind die immer am Körper herangedrückt und dann kann denen das tatsächlich zu warm werden. Da können die sich ausbreiten, wie sie wollen. Es bringt nichts, weil die Hose ja dann, also die Unterhose ja dann so eng am Körper anliegt und deswegen ist das gar nicht verkehrt, die Unterhose einfach mal wegzulassen oder zumindest eine weite Boxershorts zu tragen. Aber auch hier, ne, nackt schlafen könnte das alles vereinfachen tatsächlich. Manche Leute sagen auch, man würde mehr abnehmen im Schlaf, wenn man nackt schläft. Nein, das ist blödes Gelaber und so. Vielleicht verbraucht man tatsächlich einen Hauch mehr Kalorien, weil einem irgendwie kälter ist und der Körper gegen diese Kälte ankämpfen muss. Aber diese paar Kalorien, die man dann da spart, davon wird man nicht auf einmal super schlank. Das ist echt ein Fliegenschiss und sowas sagen nur Leute, um irgendwie ihre Zeitung oder was besser zu verkaufen. Dann steht dann groß drauf, wie sie durch Nacktschlafen mehr abnehmen können. Was ja im Grunde quasi richtig ist, die Aussage, aber das ist so minimal. Bringt also im Grunde gar nichts. Kommen wir aber mal wieder zurück auf den Punkt, wenn einem zu kalt wird in der Nacht, denn das ist ziemlich wichtig beim Nacktschlafen. Und das war jetzt vielleicht ein bisschen missverständlich, damit meine ich nicht, dass einem kalt sein muss, wenn man nackt schläft. Nein, es kann aber passieren, dass man schneller unterkühlt. Denn wenn wir in der Tiefschlafphase sind oder in der REM-Phase, ich weiß es gerade gar nicht. Also wenn wir schlafen, kann sich unser Körper nicht mehr vernünftig Wärme regulieren. Das heißt, wenn wir viel schwitzen, dann strampeln wir uns nicht unbedingt frei, um uns zu kühlen. Und wenn wir frieren, dann decken wir uns nicht unterbewusst zu. Das machen wir irgendwie nicht. Wir haben dann die Tendenz, einfach uns gar nicht mehr zu schützen vor der Wärme oder der Kälte. Und dann hast du den Salat, ja? Das Ding ist jetzt an der Geschichte, wenn wir viel schwitzen in der Nacht und wir dicke Packe eingepackt sind, dann ist das ja nicht so schlimm, weil wir schwitzen dann einfach und dann geht das alles ins Bettlaken, in die Bettdecke und so, alles supi. Wenn wir aber frieren, dann schützt uns nicht mal mehr irgendwie das T-Shirt oder die Unterhose und so und dann unterkühlen wir uns auch ganz schnell. Das ist also mehr oder weniger ein Nachteil beim Nacktschlafen. Da sollte man also darauf achten, dass das Zimmer nicht extrem auskühlt. Und hier mal ein kleiner Hinweis an die Leute, die viel schwitzen in der Nacht. Ihr müsst viel häufiger eure Bettwäsche dann auch mal wechseln, ne? Also nicht irgendwie nur so alle 2, 3, 4 Wochen mal tauschen, sondern wenn ihr viel schwitzt, dann auch gerne mal jede Woche, vielleicht sogar zweimal die Woche. Ja, das ist relativ wichtig. Wer aber unterm Strich dafür sorgt, dass sein Zimmer nicht allzu kalt wird und er auch nicht gänzlich ohne Bettdecke oder sowas schläft, sondern auch immer noch eine Bettdecke dabei hat, der kann durchaus ohne weiteres auch nackelig schlafen. Ist überhaupt kein Problem. Also fassen wir nochmal zusammen. Gibt es Pros, was ist gut fürs Nacktschlafen, dass untenrum mal alles baumeln kann und so sich verhalten kann, wie es gerne möchte. Contra, wir könnten unterkühlen, wenn das Zimmer zu kalt ist. Und alles andere, wie du es deinen Eltern sagst, oder deinen Kumpels oder so. Hat die das was anzugehen? Egal, also ich hoffe, ihr habt irgendwas gelernt, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann jetzt den Daumen nach oben. Das Video auch ruhig mal durch die Klasse schicken, obwohl interessiert das überhaupt einen? Ach, keine Ahnung, ihr entscheidet selber. Die Jungs fragen, abonnieren, die anderen Videos gucken. Auf bald, tschüss!